Herzlich willkommen zu einem neuen Tina Hase DIY Video. Vielleicht wissen es einige von euch ja, vor kurzer Zeit durfte ich einen Workshop halten und zwar auf der Stream Max, also der Online-Convention der Max Berlin. Dort habe ich euch gezeigt, wie ihr einen Manga-Bilderrahmen mit 3D-Effekt basteln könnt. Das ist der Bilderrahmen, den ich auf dieser Convention gebastelt habe. Wie ihr seht, ist der Hintergrund mit Manga-Bildern geschmückt und das Bild vorne habe ich mit einem kleinen 3D-Effekt aufgeklebt. Und ich möchte euch heute gerne zeigen, wie ihr so ein Manga-Bild mit 3D-Effekt selber machen könnt. Und jetzt zeige ich euch die Anleitung, natürlich als erstes wieder mit den Materialien. Für dieses DIY brauchst du so einen tiefen Bilderrahmen oder Schattenbilderrahmen, Manga-Seiten, zum Beispiel selbst ausgedruckt, so wie ich das hier gemacht habe, oder aus Leseproben, eine Schere und einen normalen Klebestift, ein buntes Artwork, am besten passend zu den Manga-Seiten, und Schaumklebeband. Das ist so dickeres, doppelseitiges Klebeband. Als erstes nimmst du dir deinen Bilderrahmen und holst erst einmal alles raus, was da so drin ist. Diese Schattenbilderrahmen bekommst du zum Beispiel bei Ikea oder im Bastelladen. Meiner ist hier zum Beispiel aus dem Bastelladen, deswegen ist er noch ziemlich roh und darum male ich ihn hier noch mit Acrylfarbe etwas an. Ich male nicht nur den Rahmen außenrum an, sondern hier innen drin auch noch ein bisschen. Aber wenn du natürlich einen fertigen Bilderrahmen gekauft hast, dann musst du ihn nicht anmalen. Als nächstes nimmst du dir deine Manga-Seiten und schneidest sie aus. Wie gesagt, du musst keine Manga-Bilder ausdrucken, so wie ich es gemacht habe. Du könntest dir auch Manga-Bilder aus kostenlosen Leseproben nehmen und die ausschneiden. Wenn du nicht weißt, wo du kostenlose Leseproben herbekommst, dann habe ich dir hier oben ein Video von mir verlinkt, wo ich diese Frage beantworte. Jetzt nimmst du dir das Papier, was in deinem Bilderrahmen drin lag, und drehst es einfach um. Und auf dieses Papier platzierst du jetzt ganz grob deine Manga-Seiten. Ich habe hier zwischendrin noch so kleine Lücken und für diese Lücken schneide ich mir einfach Manga-Seiten, für die ich keinen Platz mehr hatte, in Einzelteile. Also ich schneide die einzelnen Paneele einfach aus. Und diese lege ich mir dann einfach zu meinen Manga-Seiten dazu, bis das ganze Blatt voll mit Manga-Bildern ist. Und wenn dir die Anordnung gefällt, dann nimmst du dir deinen Klebestift und klebst die Manga-Seiten und einzelnen Paneele erst einmal auf. Wenn du alles fertig aufgeklebt hast, dann nimmst du dir dein buntes Artwork und schneidest es erst einmal aus. Ich habe hier außenrum überall noch etwas weiß stehen gelassen, weil es so einfacher ist, es auszuschneiden und weil ich das auch ganz schön finde. Und jetzt nimmst du dir dein Schaumklebeband und schneidest ganz viele kleine Stücken davon ab. Und diese Klebebandstückchen klebst du jetzt immer zu 6 aufeinander, so dass du ungefähr 6 bis 8 kleine Häufchen davon hast. Als nächstes legst du diesen Platzhalterrahmen, der zwischen dem Bilderrahmen und der Glasscheibe war, auf dein Manga-Bild drauf, damit du ungefähr weißt, wo es endet. Und dann platzierst du diese Schaumklebebandstückchen auf der Rückseite deiner bunten Manga-Bilder. Und jetzt klebst du diese Bilder einfach auf deine Manga-Bilder oben drauf. Der Rahmen ist deshalb drumherum, damit du genau weißt, wo das Bild aufhört und das Artwork aus Versehen nicht nachher übersteht und eingeknickt wird. Und hier siehst du es schon ganz gut, durch dieses Schaumklebeband entsteht so ein kleiner 3D-Effekt und man sieht, dass das bunte Bild etwas hervorgehoben ist. Jetzt nimmst du dir wieder deinen Bilderrahmen und baust ihn Stück für Stück wieder zusammen. Und dann ist dein Manga-Bild mit 3D-Effekt auch schon fertig. Wenn du bis hierhin geguckt hast, dann schreib mir doch unbedingt in die Kommentare den Namen des Hauptcharakters aus dem letzten Anime oder Manga, den du gesehen oder gelesen hast. Und gib dem Video noch einen Daumen, wenn es dir gefallen hat. Und weil ich diesen Inuyasha-Bilderrahmen ja schon gebastelt hatte, habe ich natürlich auf der StreamX einen anderen Bilderrahmen gebastelt. Und zwar diesen hier. Da habe ich Bilder von Fruits Basket für verwendet, auch einer meiner absoluten Lieblingsmanga, über den ich mich riesig freue, dass er endlich wieder bei uns in Deutschland neu aufgelegt wurde. Also konnte ich eigentlich gar nicht anders, als Bilder zu diesem Manga zu benutzen.
Wenn du jetzt noch Lust auf weitere DIYs nach Anime und Manga hast, dann besuch unbedingt noch meinen Kanal. Hier findest du 2 weitere Videos. Vielleicht hast du ja Lust, noch weiter zu gucken. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns nächstes Mal beim nächsten Video wiedersehen. Bis dann!